Innovative Technologien wie AutoStore rücken in der Intralogistik zunehmend in den Fokus. Die automatisierten Kleinteilelager mit ihren autonomen Robotern gelten als besonders kompakt, leistungsfähig und wartungsarm. Und sie lassen sich in moderne ERP- und Lagerverwaltungssysteme integrieren, allen voran SAP EWM. Der zentrale Hebel dabei? Automatisierung. So lassen sich beispielsweise Kommissionierzeiten senken, Fehlerquellen minimieren oder den Personaleinsatz optimieren. Denn Systeme wie AutoStore ermöglichen es, Lagerflächen kompakt zu nutzen, Prozesse zu standardisieren und Aufträge zuverlässig abzuwickeln. Und genau darum soll es in der heutigen Folge bei WhatsUp gehen. In der letzten Folge zu dem Thema haben wir bereits über Projekterfahrungen, Erfolgsfaktoren und Stolpersteine gesprochen. Außerdem haben wir uns angeschaut, wie der AutoStore funktioniert und für welche Lagerszenarien er geeignet ist. Heute gehen wir einen Schritt weiter. Wir sprechen über die Umsetzung in der Praxis, von der Projektplanung bis zum Go-Live. Denn Automatisierung ist kein reines IT-Projekt, sondern ein Prozessprojekt. Konkret geht es darum, wie es Unternehmen schaffen, in nur wenigen Monaten live zu gehen, welche Vorarbeiten nötig sind und wie das Zusammenspiel zwischen Technologieanbieter, Integrationspartner und SAP-Beratung funktioniert. Auch in dieser Folge habe ich die beiden Experten Michael Bolz, Consulting Alliance Director bei AutoStore, und Matthias Hübner, Leiter der Abteilung Warehouse and Transport Solutions bei FIS zu Gast. Jetzt habt ihr beide ja lang und ausführlich über das Thema Erfolgsfaktoren, Stolpersteine, Prozesse und auch Change Management gesprochen. Und was ich so rausgehört habe, ist gerade, dass das Thema Planung ja ein großes Thema ist, wo man wirklich dann auch schon relativ genau gucken muss, dass das Projekt dann auch letztendlich erfolgreich wird. Was kann denn ein Unternehmen tun, um sich dann ja auf so ein AutoStore-Projekt dann bestmöglich vorzubereiten? Also gibt es da Dinge, die dann vorher unbedingt schon gemacht werden sollten? Das Schöne ist, beim AutoStore-Projekt geht das relativ schnell und selbst wenn man nicht alles durchgeplant hat, kann man schnell reagieren auf neue Begebenheiten, weil halt die Technologie so flexibel ist, dass man es auch nochmal umgebaut bekommt. Grundsätzlich gibt es Daten, die erhoben werden müssen, damit wir wissen, okay, welches Sortiment passt denn überhaupt in den Behälter? Das ist mal Schritt 1. Ja, also wir haben 3 verschiedene Behältertypen, die haben das gleiche Grundmaß mit 600 x 400 Innenmaß, also 603 x 403 eigentlich, dass man auch einen Behälter oder einen Karton da reinstellen kann, der die Maße hat. Und dann haben wir 3 verschiedene Höhenklassen. Der größte ist 425 mm hoch. Das heißt, alles, was dort nicht reinpasst, ist kein AutoStore-fähiger Artikel. So, wenn man das schon mal weiß, das ist schnell zusammengetragen. Wie viele Artikel hat man denn? Sind es eher 10 Artikel oder eher 100 oder sind es doch Tausende oder Zehntausende? Dann kann man ein Gefühl dafür entwickeln, wie viel Bestand brauche ich denn von diesen Artikeln, um abzuleiten, wie viel Behälter brauche ich denn in Summe. So. Und wenn man weiß, wie viel Behälter man in Summe braucht, dann weiß man auch, wie viel Platz man dafür braucht. Und das ist die erste Frage, die man sich stellt. Und die zweite Frage ist, wie sehen denn meine Prozesse aus und wie lange dauert denn zum Beispiel ein Kommissionierprozess? Oder wie viele Aufträge habe ich denn am Tag abzuarbeiten oder in der Stunde? Oder wie sieht ein Auftrag aus? Wie viele Aufträge habe ich? Wie viele Auftragszeilen hat der im Schnitt? Und wie viele Picks kommt pro Auftragszeile raus? Wenn man diese Daten schon mal hat, kriegt man eine Grundindikation, wie man AutoStore aufbauen kann im Sinne von wie viele Behälter, wie viele Roboter, wie viele Arbeitsplätze. Wenn man dann noch weiß, wie lange die Prozesszeit dauert, das ist meistens nicht so einfach zu beantworten, wenn man noch keine Automatisierung hat. Das ist dann, wo wir dann gerne beratend zur Seite stehen, um zu gucken, was machst du denn bei der Kommissionierung, lieber Kunde? Greifst du und packst es? Das hast du einen Pick- und Pack-Prozess oder hast du einen Multi-Picking-Auftrag oder das kommt alles aus den Auftragsdaten heraus und was für eine Branche bespielt man denn? Wie sieht der Warenausgang aus? Kann man sich herleiten und dann hat man für gewöhnlich schon die Grundindikatoren, wie man AutoStore auslegen kann. Und das geht relativ schnell. Die Daten hat jeder Logistikleiter normalerweise grob im Kopf meistens. Wird wahrscheinlich noch mal ein bisschen in die Daten schauen wollen, damit er das qualifizieren kann. Und mit diesen Daten gehen wir dann hin und können direkt ein erstes Design konzipieren. Das dauert für gewöhnlich, wenn wir die Daten bekommen, je nachdem wie komplex das ist, mache ich es dir am Vormittag fertig oder am Ende des Tages. Dann haben wir es spätestens konzeptionell mit Budgetpreis, allem drum und dran, Länge, Breite, Höhe, Volumen und dann gibt es eine Grundindikation
Und wenn es dann zu einem Go kommt, dann dauert so ein Projekt für gewöhnlich, also wir sichern zu, in 20 Wochen steht das AutoStore mit allem drum und dran. Ja, ergänzend vielleicht kurz meinerseits dazu. Wir können da beispielhaft den Kunden, den ich vorhin schon erwähnt hatte, Manon Schröder erwähnen. Der Kunde hatte schon SAP EWM im Einsatz. Dann haben wir das Ganze entsprechend näher beleuchtet, Prozesse schon optimiert und zusätzlich kam dann die Anforderung auf, ein AutoStore-System eben anzubinden. Die besondere Herausforderung bei Manon Schröder war die Komplexität der über ca. 2000 Fertigwarenartikel, die eben in kurzer Zeit zur Verfügung stehen müssen. Und der Kunde war bisher recht manuell aufgestellt, das heißt Kommissionierung sowie eben Produktionsversorgungsprozesse wurden primär manuell durchgeführt. Es kam dadurch zu massiven Bestandsabweichungen und die Herausforderung war natürlich dann, wie kann ich das Ganze automatisieren, und der Kunde hat sich recht schnell dann für eine AutoStore-Lösung entschieden, die er dann mit uns gemeinsam ans SAP-System andocken wollte. Und das haben wir auch dann, wie Michael schon eben gesagt hat, in wenigen Wochen auch umgesetzt. Wir konnten somit zu Prozesssicherheit beitragen, die Effizienz steigern, kürzere Kommissionierzeiten beispielsweise generieren und die Fehlerquote ganz klar reduzieren. Michael, du hast vorhin schon gesagt, weiterhin kann das Personal, was dann durch den Automatisierungsprozess eventuell eingespart wird, in anderen Bereichen der Logistik eingesetzt werden und somit eine höhere Effizienz generieren. Genau, guter Punkt, wo du sagst, Matthias, die Schnelligkeit, so ein System umzusetzen. Also wir von AutoStore, wie gesagt, wir garantieren innerhalb von 20 Wochen also von Auftragseingang, sage ich mal, ein Partner von uns bestellt bei uns einen AutoStore für den Kunden XY bis zum Go Live. Dauert 20 Wochen, wenn es die Technologie AutoStore nur betrifft. Das heißt, kritischer Pfad sind wir sicherlich nicht, da diese Durchlaufzeit von Projekten dann doch seinesgleichen sucht. Wenn man dann natürlich den Vorteil hat, einen AutoStore-Connector als Standard-Integrations-Web-Service mit seinem EWM-Anbieter, wie es bei euch ja der Fall ist, zu haben, dann fällt auch noch eine Softwareentwicklungsphase weg, die hier und da je nach Technologieauswahl auch schon mal länger dauern kann oder auch sehr lange dauern kann. Was dann, diese Schlankheit der, ich sag mal, Prozessstandardisierung mit der Hardware von AutoStore und der Software aus dem Hause FIS als sehr Rollout-schnelles Konzept zulässt. Jetzt habt ihr ja gesagt, dass von Beauftragung bis zum Go Live das Ganze nur wenige Wochen dauert. Das ist ja schon erstaunlich, dass das so schnell geht. Jetzt hattet ihr, also wenn sich Unternehmen dann letztlich endlich entscheiden, den AutoStore einzuführen, welche Rolle genau spielen denn dann SAP-Beratungshäuser, Matthias? Also warum braucht es genau so einen Integrationspartner, um eine moderne Hardware im Unternehmen einzusetzen? Es wurde jetzt auch schon mehrmals der AutoStore-Connector angesprochen, aber warum ist es wichtig, nicht nur AutoStore dann eben im Boot zu haben, sondern auch jemanden wie FIS? Ja, AutoStore begrenzt sich, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen negativ an, aber AutoStore schaut natürlich auf die Technik insbesondere und wir schauen natürlich auf die vor- und nachgelagerten Prozesse im SAP-System, sei es jetzt einerseits im SAP ERP, also in dem Bereich der Kundenauftragsverwaltung beispielsweise, Produktionssteuerung oder generell in der Lagerverwaltung, sowie eben auch die Versandabwicklung. Und wir gewährleisten eine performante Integration der Lösung in Zusammenarbeit mit AutoStore. Wir schauen uns eben die Anforderungen gemeinsam an. Wie es schon erwähnt wurde von Michael, wird das Ganze vorgelagert geplant, die Ausstattung ausgerechnet, wie viele Roboter brauche ich, wie viele Ports werden benötigt. Und da wird es im Zusammenspiel eben dann eine individuelle Lösung geben und wir gewährleisten entsprechend ein performantes System, mit dem unser Kunde dann viele Jahre zufrieden hoffentlich arbeiten wird. Und auch sehr wichtig an dieser Stelle zu erwähnen ist die Skalierbarkeit. Es ist jederzeit möglich, das Lager weiter auszubauen, umzubauen und Prozesse zu ändern in Zusammenspiel mit dem SAP. Genau, das ist ja auch so ein Mehrwert, den man da auch rausstellen kann. Wenn ihr als EWM integrierender Player fungiert und schon eure Installation bei euren Kunden live habt, dann habt ihr ja auch die Daten, die in diesem Lager entstehen, beziehungsweise Auftragsdaten, Stammdaten, Bewegungsdaten, all die Daten, die sind ja in der Datenbank dann im SAP hinterlegt. Das heißt,
wenn der Kunde ja möchte oder entweder selber Engpässe in der Lagerhaltung sieht oder grundsätzlich von euch den Service in Anspruch nehmen möchte, könnt ihr mal bitte in meine Daten schauen und schauen, ob sich vielleicht ein AutoStore für uns lohnt. Dann braucht der Kunde ja gar nichts machen, sondern sagt zum EWM-Berater in dem Fall, wir möchten gerne den AutoStore-Service von euch nutzen, dass ihr mal über unsere Daten schaut und uns möglicherweise einen Business Case vorstellt, wie mit einer Lagerautomatisierung aus dem Hause AutoStore bei uns Optimierung von Prozessen und Lagerfläche stattfinden kann. Das heißt, so das Zusammenspiel von Hardware und Software ist dann wieder essentiell. Wenn Daten vorliegen, diese bewertet werden durch den Berater und über ein Konzept ein Lösungsszenario aufgezeichnet wird. Das heißt, man kann noch schneller einen AutoStore eigentlich planen und braucht eigentlich gar keine externe Hilfe auf Kundenseite, sondern kann sich über den Consulting-Bereich der FIS da beraten lassen. Wie ist denn das jetzt? Also wie lange dauert es, wenn ein Unternehmen jetzt sagt, ja, ich entscheide mich jetzt ein AutoStore einzuführen, mit welcher Zeitspanne muss man quasi bei so einem Projekt rechnen? Kannst du da ein bisschen Referenz geben, woran man sich da orientieren kann beim eigenen Unternehmen? Ja, besten Dank für die Frage. Klar, da sollten wir vielleicht nochmal genauer hinschauen. Also wie lange dauert eine Planungsphase grundsätzlich? Also man kann beim AutoStore, wie gerade gesagt, wenn der Bedarf klar ist, je klarer der Bedarf, desto schneller die Lieferzeit, sag ich mal. Ja, also wir bewerkstelligen halt einen Rollout in 20 Wochen, wie gesagt. Und dabei ist es ziemlich irrelevant, wie groß das AutoStore tatsächlich ist, weil wir sehr schnell lieferfähig sind. Wenn jetzt nicht genau bekannt ist, ich gehe mal zurück wieder auf dem Shuttle-Beispiel. Ja. Beim Shuttle braucht man eine Projektdurchlaufzeit, muss man eher von 2 Jahren plus einrechnen. Das heißt, man muss genauer planen, wo man mit der Reise hin will, weil in 2 Jahren ist das Business wahrscheinlich schon anders als heute. Und ich muss dann noch einen Forecast planen, auf was ich denn hinaus plane mit dem Shuttle, weil das Shuttle auch nicht so adaptierbar ist wie das AutoStore. Das heißt, um das anzupassen, muss man sich viel längerfristige Gedanken machen und eine ganz andere Kapitalbindung irgendwo eingehen, da ich nicht, sag ich mal, pro Jahr 1, 2, 3 Mal das AutoStore anpassen kann und nicht so skalieren kann wie beim AutoStore. Das heißt, die Projektdurchlaufzeit bei einem großen Shuttle-Projekt ist eine ganz andere als bei einem AutoStore-Projekt. Und dann ein zweiter Punkt vielleicht ist dann noch, also alles das, was mit einem AutoStore selber nichts zu tun hat, sondern mit dem Lager selbst. Es gibt ja verschiedene Lagerbereiche, die vielleicht auch länger dauern als jetzt das AutoStore. Wenn das AutoStore jetzt integraler Bestandteil nur ist, sag ich mal, nur in Anführungsstrichen, dann gibt's deutlich andere Gewerke. Ich sag mal, das WMS zu integrieren mit einem manuellen Bereich, mit einem Palettenbereich, Fördertechnik. Vielleicht hast du noch eine Sortieranlage dabei, vielleicht einen Kartonaufrichter, irgendwelche sonstige Peripherie, dann kann das schon mal zu einer recht langen Durchlaufzeit kommen. Das Schöne ist, wenn man vielleicht auch schon ein WMS im Einsatz hat, das ist nämlich der nächste Punkt, vielleicht ist noch gar kein WMS im Einsatz. Das dauert ja selber auch nochmal 1, 2 Jahre. Ja? Vielleicht muss man das ERP auch nochmal neu machen. Dann dauert das auch nochmal und das macht man auch nicht gleichzeitig. Das sind das risikominimierende Maßnahmen, die man trifft. Also es kann schon sich so zusammen aggregieren, dass es schon ein Riesenprojekt wird. Wenn man allerdings, wie gerade beschrieben, klare Bedarfe hat, dann ist das sehr schnell erledigt. Und wenn man das WMS schon im Laufen hat und die Daten hat von der FIS, dann ist das nichts mit jahrelang, dann ist das mit ein paar Wochen oder auf Knopfdruck übertrieben gesagt. Innerhalb von einer Woche kriegt man, wie gesagt, eine Indikation, wenn man die denn haben möchte. Das heißt da Erfolgsfaktoren, klare Bestandsaufnahme und sich vorher schon viel Gedanken in der Planung machen, dann wird das Projekt quasi nicht so ausufernd. Ja, kommt drauf an, wo man herkommt. Ne? Also automatisiere ich das erste Mal und habe ein kleines AutoStore, schnell erledigt. Habe ich schon vielleicht 20 Gassen Shuttle und 10 Gassen AKL und ein dickes Hochregallager und ich habe schon ein Legacy WMS, was schon seit 20 Jahren läuft und total verbaut ist, dann bin ich irgendwo bei einer Projektdurchlaufzeit sicherlich von 4, 5 Jahren. Ja? Also je nachdem, wo ich hin will. Also dazwischen liegt eine Menge Realität und Möglichkeit. Das heißt, wenn Unternehmen sich dann entscheidet, so ein Projekt anzugehen, dann stellt man sich natürlich auch die Frage, okay, auf wen geht man denn jetzt zu? Also wer ist der richtige Ansprechpartner? Wäre das dann ihr von AutoStore? Das sind das dann wir von FIS? Könnt ihr da vielleicht mal sagen, wer da so alles beteiligt ist bei so einem Projekt?
Ja, da kann ich gerne einsteigen, und zwar, da kann ich auch direkt aus der Praxis berichten. Ich nehme einen Kunden, der bereits produktiv mit dem IWM-System arbeitet, der sich dann entschieden hat, ein automatisches Kleinteilelager zu ersetzen durch ein Autostore. Der Kunde hat uns dann direkt angesprochen, wie können wir denn dabei unterstützen, und aufgrund der Partnerschaft mit Autostore können wir entsprechend dann die Daten aufbereiten, natürlich in Rücksprache und Abstimmung mit unserem Kunden, und Autostore hat dann recht zügig die Kalkulation vorgenommen auf Basis der Daten, die bereits im System vorhanden waren, und konnte dann, wie Michael auch schon ausgeführt hat, in ganz kurzer Zeit eine Indikation abgeben. Das heißt, wir brauchen letztendlich ein Beratungshaus, beispielsweise FIS. Wir brauchen Autostore, um entsprechende Kalkulationen hinsichtlich Dimensionierung unter anderem durchführen zu können. Und am Ende wird dann noch eine Empfehlung ausgesprochen, welcher Integrator zum Einsatz kommen wird, der dann den ganzen Hardwareaufbau unter anderem übernimmt. Und am Ende sind es sozusagen 3 Parteien: Autostore, das Beratungshaus FIS sowie der Integrator, der empfohlen wird, und natürlich der Kunde, der ebenso mitwirken muss. Genau, vielleicht noch ein guter Punkt. Also genau richtig, wie du sagst, Matthias, wir haben Autostore-Integrationspartner. Das heißt, wir selber bauen das Autostore nicht auf, wir haben keine Projektabwicklung, wir machen auch keinen Verkaufsabschluss und keine Servicierung, das machen unsere Partner. Da haben wir weltweit 23 Partnerunternehmen, die auch auf verschiedenen Erdteilen fungieren und selber als Integrator auftreten und unsere Autostore-Technologie entsprechend bei uns einkaufen. Und in dem Fall, wenn jetzt zum Beispiel schon ein EWM im Einsatz ist aus dem Hause FIS, wird der Integrator entsprechend den Automaten, also das Autostore, aufstellen, ohne eine Software zu liefern, da die Software dann aus dem Hause FIS kommt, genau. Jetzt hattest du ja auch schon des Öfteren angesprochen, Matthias, dass es ja auch eine Möglichkeit gibt, das ganze Integrationsthema zu vereinfachen. Und so haben wir von FIS ja ein Tool entwickelt, und zwar den FIS Autostore Connector. Jetzt haben wir ja aber auch in Vergangenheit schon Integrationsprojekte durchgeführt. Wodurch unterscheidet sich denn das neue Vorgehen mit dem Tool von der bisherigen Anbindung ohne den Autostore Connector? Und welche Vorteile ergeben sich denn jetzt für den Kunden? Ja, unser Autostore Connector ist letztendlich eine Best-Practice-Lösung. Das heißt, wir haben aus unterschiedlichen Autostore-Integrationsprojekten das Beste rausgenommen und eine Software entwickelt. Ich nenne es mal die Plug-and-Play, fast das Anschließen eines Autostore an ein EWM-System ermöglicht. Das heißt, ein bisschen technisch ausgedrückt, wir haben ein Backend-Framework, das die technische Anbindung an SAP vorgedacht und vordefiniert ausliefert. Wir haben eine Test- und Notfallumgebung integriert, um auch mal eine manuelle Steuerung zu ermöglichen im Bedarfsfall. Das kann man beispielsweise auch beim Testen ganz gut gebrauchen. Oder eben, falls es doch mal zu Problemen in der produktiven Umgebung kommt, dass man immer noch eingreifen kann. Wir können mit unserem Autostore Connector Ports steuern. Das heißt, beispielsweise ist mal ein Port versperrt, dann sollte natürlich nicht mehr angefahren werden. Das können wir entsprechend mit unseren Methoden vordefinieren und steuern. Und auch ganz wichtig ist natürlich das Frontend. Wir liefern UR5-Dialoge aus. Das heißt, es sind moderne Dialoge für die Ein- und Auslagerung und die Kommissionierung. Wir können Plätze verdichten, wir können die Segmentierung der einzelnen Bins neu aufteilen. Das heißt, beispielsweise kann man sich vorstellen, so eine Kiste, wir haben es vorhin gehört, maximales Gewicht 30 Kilo, könnte man nochmal unterteilen, dass man so einen Separator reinlegt. Das heißt, die ganze Kiste ist in 2 Teile aufgeteilt. Möchte man vielleicht zukünftig ändern, dass es gedrittelt wird oder geviertelt wird. Sowas lässt sich dann mit unserer Software vorgedacht bereits einstellen. Also man muss nichts neu entwickeln, das ist alles schon out of the box da, und ja, führt natürlich dazu, dass wir einen Aufwand einsparen bei der Implementierung des Autostores. Und ganz wichtig möchte ich erwähnen, wir sind Cloud-ready. Das heißt, wir können, sei es jetzt On-Premise, aber auch natürlich Cloud-Systeme entsprechend versorgen mit unserer Lösung. Und das Schöne ist ja, du hast gerade eure UI5-Dialoge auch angesprochen, man kann oder ein Kundenprojekt auf Basis der Daten, über die wir gerade gesprochen haben, und Autostore würde jetzt ein sogenanntes Grid designen. Also wir haben so einen Grid-Designer, ein Tool von uns. Da purzelt also ein Grid-Design heraus, was entsprechendes Autostore-Layout bedeutet. Und dieses Layout kann die FIS dann in ihren EWM-Connector importieren und als direkten Showcase dem Kunden zeigen,
Wie sieht denn dann das Produkt aus, was er bekommt, der Kunde? Um dann zu sehen, okay, machen wir mal ein Beispiel, 30.000 Behälter, 30 Roboter, 5 Arbeitsplätze. Das sieht man aus dem Grid-Design und dann aus eurer Live-Emulation könnte der Kunde sehen, okay, was passiert denn jetzt, wenn ich die Aufträge reingebe, was passiert denn dann mit dem AutoStore? Wie sehen meine Dialoge aus im Wareneingang? Wird aufgeschaltet, genauso wie im Warenausgang, Inventur. Man kann in jede Maske reinspringen und quasi 1:1 sehen, was hinterher tatsächlich live im Lager passiert. Das klingt ja alles echt super einfach. Da stellen sich jetzt viele sicherlich auch die Frage, vor allem Unternehmen, die vielleicht keinen SAP EWM im Einsatz haben, können diese Kunden dann den AutoStore Connector auch nutzen? Ja, unser AutoStore Connector kann auch andere Non-EWM-Systeme an AutoStore anbinden. Einziges Manko, sage ich jetzt mal, ist, dass wir die UI5-Dialoge, die wir bereits ausliefern, nicht für Stockroom-Management beispielsweise geeignet sind. Da müsste man im Rahmen des Projektes eine Eigenentwicklung durchführen, was jetzt aber auch kein größeres Arbeitspaket ist. Jetzt haben wir ja ganz, ganz viel schon gehört. Zum Abschluss würde ich unseren Hörern noch einen konkreten Impuls gern mitgeben wollen. Wenn ihr beide ein Unternehmen beraten dürft, das über Automatisierung in der Lagerlogistik nachdenkt, was wäre denn euer wichtigster Tipp für einen erfolgreichen Start? Die Bedarfe sollten klar sein und die Ziele müssen gesteckt sein. Ja, also ist das Ziel beispielsweise mehr Lagerdichte zu erzeugen oder Arbeitsplätze einzusparen oder Arbeitsprozesse zu optimieren, sage ich mal, Wachstumsszenarien aufzuskizzieren, Gesamtintegrationsthemen zu bespielen. Also es kommt immer darauf an, was ist das Ziel, wo drückt der Schuh und dass man das artikulieren kann und dann findet man ein Konzept, um die Lagerprozesse zu optimieren. Ja. Die Frage ist sicherlich auch Richtung Service und Wartbarkeit der Anlage. Wie stelle ich das Projekt auf? Welche Technologien hole ich mir rein? Wie viele Softwarelösungen brauche ich notwendigerweise oder vielleicht auch nicht notwendigerweise, wenn es dann um den Betrieb geht? Stichwort Fehlerhandling. Wenn ein Prozess nicht so funktioniert, wie man ihn ersonnen hat, in welchem System muss ich wie qualifiziert sein, um nachzuschauen, warum es nicht funktioniert? Oder also das Schöne ist, wenn man in einer EWM-Integration spricht, dann ist es schon so weit integriert, dass sich diese Fragestellungen normalerweise nicht bilden. Deswegen ist man wahrscheinlich auch schon SAP-Kunde, was jetzt auch kein Allheilmittel ist. Aber je komplexer das aufgestellt ist, desto wenig handhabbar im Endeffekt. Also wenn ich beraten dürfte, dann würde ich mir genau die Anforderungen anschauen und dann zusehen, dass möglichst schlanke Prozesse dabei rauskommen und man sich auch im Gedanken von wünscht dir was trennt und man einen Standardprozess möglichst wirklich aufsetzt, auch wenn das zur Folge hat, dass man sein Business vielleicht anders tätigt, als man es vorher getan hat. Manchmal ist man sicherlich auch gut beraten, kommt darauf an, wo wieder der Bedarf herkommt. Wenn jemand eine Idee platziert und sein Mitarbeiter sagt, das wollen wir auch haben, dass man nichts überstützt, sondern erstmal überlegt wirklich wieder, was ist genau das Ziel, um die Chancen auch nicht liegen zu lassen. Ja, meinerseits hätte ich den Tipp, dass Automatisierung kein IT-Projekt ist, sondern es ist ein Prozessprojekt. Technologie wie AutoStore ist faszinierend, ganz klar, aber der echte Mehrwert entsteht dann erst, wenn die Lagerprozesse sauber durchdacht sind. Das heißt, SAP-seitig am besten recht schlank abgebildet, um eben alle operativen Anforderungen sauber abzubilden. Daher frühzeitig ganzheitlich denken, also alle Prozesse, Daten sowie auch natürlich die Organisation im Zusammenspiel mit EWM. Das muss gut durchdacht sein und nur so kann man eben auch eine tolle Technik bzw. Hardware gut und performant an SAP anbinden. Eine Fragestellung ist sicherlich auch, wie flexibel kann ich denn mit meiner Lösung auf Unwägbarkeiten reagieren? Stichwort Handelskrieg oder Ukraine-Krieg oder Supply Chain-Themen, Börsenthemen, neues Business, Pandemie. Also wie schnell muss ich reagieren, auch, sag ich mal, auf Auftragsgrößen oder das Verhältnis zwischen B2B und B2C-Business, Onlinehandel, Direct-to-Consumer-Business.
Also da sind eine Menge Parameter drin, die auch mal eine Automatisierung adaptierbar machen lässt. Wenn man zu steif ist oder sich nicht bewegen kann, flexibel genug auf die Anforderungen, dann verliert man möglicherweise auch Business oder Kunden, weil man mit seiner Lagerautomatisierung diesen Prozess gar nicht steuern kann oder nicht in der gegebenen Zeit reagieren kann, um diesen Kundenbedarf zu bespielen. Also eine flexible Automatisierung ist da sicherlich sehr förderlich. Genauso wie bei der Software, dass man sich nichts verbaut und nicht zu kompliziert wird, sondern alles schlank hält, um schnell zu reagieren. Ja, ein großer Vorteil der Lösung AutoStore ist, dass wir, wie vorhin schon erwähnt, keine MFS-Komponente im IWM benötigen. Das heißt, wir können auf eine umfangreiche und komplexe Entwicklung verzichten. Es ist vieles schon vorgedacht und können somit die Lösung sehr schnell an SAP IWM andocken. Zusätzlich unterstützt die Emulationssoftware bereits bei der Implementierung von Anfang an. Wir können recht schnell in die Tests einsteigen, Prozesse optimieren, Feinjustierungen vornehmen und somit eine schnelle Projektabwicklung gewährleisten. Das Schöne ist ja, ihr könnt über die Emulation sogar andere Prozesse, die im Projektverlauf identifiziert werden, testen, ohne auf den Hersteller zugehen zu müssen, weil ihr eine vollständige Emulation von dem System habt. Und die FIS-Berater können selbstständig ja auch an verschiedene Positionen im Grid Ports selber dem Design hinzufügen oder umsituieren, verschiedene oder mehr Roboter auf das Grid bringen und solche Themen alle selber machen, durch die Expertise, die im Hause FIS besteht, um selber auch Hardware-Adaptierungen zu initiieren mit AutoStore dann zusammen als direkten Folgeschluss aus Prozessanalysen. Denn es gibt ja auch öfter das Thema, eine Automatisierung ist verkauft und das Pflichtenheft wird danach erstellt. Was geht denn alles negativ auf die Konzipierung ein aus den Softwareprozessen? Ne? Also wenn man Prozesse hat, Value-Added Service war vielleicht vorher gar nicht bekannt. Ja, okay, das machen wir jetzt auch an der und der Arbeitsstation. Da kann man über die Emulation bei euch den Prozess vorher schon nachhaltiger testen und den Bedarf direkt an den Hersteller kommunizieren, als dass man als Kunde mit mehreren Parteien sprechen müsste. Da seid ihr dann wieder der Ansprechpartner für alles, auch im Projektverlauf dann, also nachdem das AutoStore gebaut ist. Ne, kommt jetzt ein neuer Business Case, neuer Kunde, irgendwie wird live geschaltet beim Kunden und dann könnt ihr eigentlich direkt eine Antwort geben, was heißt das eigentlich, wenn wir jetzt, weiß nicht, 50 Aufträge noch in einer Stunde zusätzlich machen wollten, könnt ihr das direkt testen. Michael, jetzt hast du ja vorhin auch schon den Begriff Single Point of Failure angesprochen. Kannst du da mal einen Technologievergleich geben, beziehungsweise da noch ein bisschen näher drauf eingehen? Klar, sehr gerne. Ist auf jeden Fall ein super USP bei uns, wenn es zum Thema geht, Anlagenstabilität. Vielleicht kurz vorweg, also bei Lagerautomatisierung spricht man ja immer von Verfügbarkeiten der Automatisierungsanlage. Sprich, wie zuverlässig arbeitet denn mein Automat oder meine Goods-to-Person-Automatisierung in dem Fall? Und das ist messbar, wie viele Fehler bestehen in einem System, wie oft und wie lange und was bedarf es, diese Fehler zu klären und wieder operativ arbeiten zu können. Und grundsätzlich sind dann normalerweise Verfügbarkeitsschwellwerte in einem Vertrag mit dem Kunden vom Hersteller her definiert. Für gewöhnlich sind das 98% Verfügbarkeit, die ein Systemintegrator einem Endkunden zusichert, dass zu 98% der Fälle ein System verfügbar ist, beziehungsweise läuft oder nicht down ist, keine Downtime, keine Ausfallzeit hätte. Und Spoiler vorweg, also bei AutoStore globaler, weltweiter Schnitt aller Anlagen, Verfügbarkeit liegt bei 99,7%. Und da arbeiten wir auch weiter dran, das nicht nur beizubehalten, je größer unsere Anlagen werden, sondern dass es auch noch besser wird. Wir sind also deutlich verfügbarer als 98%. Und da ist das Stichwort Single Point of Failure sehr maßgebend. Da Single Point of Failure, wie der Name schon sagt, also du hast einen Bottleneck in deinen Operations, wenn es da zwickt, dann steht die Anlage, oder du hast einen Fehlerfall. Und je schlimmer der Fehler, desto schlimmer halt die Auswirkungen von dem Fehler. Deswegen ist der Punkt Single Point of Failure
für unsere Technologie gesprochen ein sehr großer USP, weil bei uns fällt nichts aus. Deswegen sind wir sehr verfügbar und sehr zuverlässig. Was bei Lagerautomatisierung im Kleinteileautomatikbereich sehr essentiell ist, weil wenn das ausfällt, ist das Herzstück des Lagers down und man ist nicht lieferfähig. Und das ist ein großer Schmerzpunkt, wo wir sehr stolz drauf sind, dass wir den nicht haben. Der Single Point of Failure beim Autostore ist nicht gegeben, wenn man mehr als einen Roboter hat. Der Roboter selbst holt einen Behälter, verfährt den irgendwo hin und bringt ihn auf ein anderes Höhenniveau und das macht alles dieser Roboter selbst. Wenn da einer ausfällt, könnte der andere Roboter das übernehmen. Das heißt, es gibt keinen Single Point of Failure. Wenn man andere Technologien hat, werden einer oder mehrere dieser Prozessschritte durch verschiedene Technologien bespielt und wenn dann einer ausfallen würde, wäre die ganze Prozesskette hin. Beim Roboter macht er alles selber und wenn der ausfällt, übernimmt ein anderer Roboter. Von daher haben wir keine Single Point of Failures. Und das führt glücklicherweise dazu, dass wir 99,7% Uptime haben weltweit im Schnitt über alle Anlagen. Also Verfügbarkeit ist sehr positiv mit dem Autostore-System. Damit sind wir schon am Ende unserer zweiteiligen Podcast-Folge rund um Autostore, SAP EWM und erfolgreiche Lagerautomatisierung angekommen. Wir haben gehört, der Weg zur effizienten Intralogistik beginnt nicht mit dem ersten Roboter, sondern mit einem klaren Prozessverständnis, sauberer Planung und starken Partnern an der Seite. Während Autostore die Technik liefert, sorgt der Integrationspartner für die mechanische Umsetzung und FIS kümmert sich um die nahtlose SAP-Anbindung und die Prozesse davor und danach. Mit Hilfe des FIS Autostore Connectors gelingt diese Integration einfach und schnell via Plug and Play. Wenn Sie mehr erfahren wollen oder ein konkretes Projekt planen, dann melden Sie sich gerne bei uns. Alle Infos finden Sie wie immer in den Shownotes oder direkt auf unserer Website. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von What's Up.